Hallo und willkommen. Wir zeigen dir in diesem kurzen Video, wie du über unsere API Daten aus Xcentral exportieren kannst. Schauen wir uns dazu erstmal die Oberfläche des Berichte-Moduls an. Wenn du hier einen Bericht öffnest und die Abfrage ausführst, bekommst du die Resultate direkt angezeigt. Im Hintergrund wird dabei der API-Endpunkt Execute a Query Synchronously verwendet, den wir hier auch in der API-Dokumentation sehen. Wir werden oft gefragt, ob man diesen Frontend-Endpunkt aus dem Berichte-Modul auch für das Exportieren von Daten über die API hernehmen sollte. Die Antwort ist hier ganz klar nein. Dieser Endpunkt ist nicht für größere Datenmengen geeignet, da die Abfragezeit stark von der Plattformauslastung und der Anzahl gleichzeitig zugreifender Kunden abhängt. Sehr große Datenmengen können die Wartezeit zusätzlich verlängern. Außerdem werden bei diesem Frontend-Endpunkt die Ergebnisse über die API bewusst begrenzt, um eine stabile Nutzung für alle Kunden zu gewährleisten. Welchen Endpunkt solltest du stattdessen verwenden? Hier hast du mehrere Möglichkeiten. Zum einen könntest du den folgenden Query-Endpunkt Create a Query Execution Job on the Analytics Platform benutzen, um eine SQL-Query zu senden, die asynchron im Hintergrund verarbeitet wird. Das heißt, ein Prozess wird gestartet, der später ein Ergebnis liefert. Beim Erstellen einer Abfrage über diesen Endpunkt bekommst du eine ID, mit der du den Status dieser Abfrage prüfen kannst. Entweder geht das über den separaten Endpunkt der kürzlich erstellten Queries Get a List of Recent Queries oder gleich direkt über den Endpunkt zur spezifischen Query-ID Get Specific Query Result Status by ID. Ist die Abfrage abgeschlossen, steht der Status auf Successful. Dann erhältst du in der Response einen Download-Link und kannst die Daten herunterladen. Das liefert dann auch wirklich alle Daten und funktioniert unabhängig von der Größe der Ergebnisse, selbst bei mehreren Gigabyte. Die zweite Möglichkeit läuft über den Report-Endpunkt, den du in der API-Doku unter Reports und dann Create an Export for Given Report findest. Hier kannst du einen Export für einen in Xcentral angelegten Bericht erstellen. Der Unterschied ist also, dass hier bereits ein Bericht angelegt wurde, in dem die SQL-Abfrage hinterlegt ist. Um die Abfrage nun zu stellen, benötigst du die Berichte-ID. Diese findest du zum Beispiel über die Abfrage Get List of Reports heraus, deren Response alle Berichte mit IDs und Namen listet. Oder du rufst den Bericht direkt in Xcentral auf und erhältst die ID anhand der Browser-URL. Die Vorgehensweise beim Report-Endpunkt ist identisch mit der des vorher gezeigten Query-Endpunkts. In der Response der Exportanfrage erhältst du wieder eine ID zu dieser Anfrage. Über den Endpunkt List all recent exports for that report kannst du dir dann erneut eine Liste aller kürzlich ausgeführten Exporte anzeigen lassen. Dort kannst du nach deiner Export-ID suchen und siehst dazu den aktuellen Status. Wenn dieser auf Successful steht, gibt es auch hier einen Download-Link, um die Daten herunterzuladen. Und das war es auch schon zum Thema Daten exportieren aus Xcentral via API. Wir wünschen dir jetzt viel Erfolg beim Exportieren und spannende Einblicke in deine Daten von Xcentral.